Hi! Ich hatte mal wieder Bock auf ein richtiges Projekt. Kein so großes wie die Academy, die Dinger sind unfassbar aufwendig, sondern was Kleineres, was ihr direkt auch benutzen könnt, wenn ich einfach so ein Video mache und euch dann direkt gebe. Vor kurzem hatte ich also diesen wundervollen Einfall, ey, lass mal ein Hörbuch mit einer KI machen. Und das habe ich auch schon fertig gemacht, das ist hochgeladen, das geht 10 Stunden, hat $9 gekostet. Jetzt war aber eure Idee, ey, wie hast du das eigentlich gemacht? Kann ich das auch machen? Und ich habe überlegt, euch einfach den Python-Code zu geben. Der ist allerdings umständlich zu benutzen. Deswegen zeige ich euch einfach, was ich hier mache und ihr könnt danach einfach die Website benutzen. Wir werden das also alles in JavaScript machen. Das Ziel ist wirklich sehr minimalistisch, also wir wollen eine minimalistische UI haben, wir wollen eigentlich alles mit Bootstrap machen, kein React, kein kompliziertes Zeugs. Wir wollen eigentlich nur den Platz für Text, den ihr dann in Sprache übersetzen könnt, oder man soll eine Textdatei hochladen können oder eine EPUB-Datei. Darin sind nämlich die meisten Bücher, die man so als E-Books lesen kann. Anschließend natürlich euren API-Key, ich bezahle nicht für eure Hörbücher, und selbstverständlich einen Download-Button. Wir wollen es nicht auf der Webseite abspielen, alles super, super minimalistisch. Das Problem bei OpenAI's API für Text-to-Speech ist, das Ding kann nur bis 4000 Characters, mehr geht da eigentlich nicht. Und da müssen wir dann den Text segmentieren in kleinere Chunks sozusagen und die packen wir dann wieder am Ende alle zusammen. Und dann haben wir ein großes, langes Hörbuch, das auch mal gerne 10 Stunden sein kann. Und ich würde ganz gerne noch eine Kostenschätzung dabei haben, die uns so sagt, ey, für jeden Charakter kostet das Ganze so und so viel, also insgesamt kostet das das. Wichtig für mich, ich will kein Tracking, ich will keine Cookies, ich will kein Cookie-Banner, ich will keine DSGVO, das läuft alles nur Client-Side. Also wir haben kein Backend dazu. Das einzige Backend ist das von OpenAI und das interessiert uns nicht. Wir wollen wirklich nur dieses lokale Ding haben, das wir auf GitHub.io laden können, dass ich auch keinen Server dafür brauche, weil GitHub kann das auch von sich aus. Okay, das ist ein bisschen überladen, ehrlich gesagt. Hey, so grundsätzlich, das da oben, ich weiß nicht, was das da sein soll. UI, App. Ja, nee. Ja, ganz grob. Es ist wirklich mittlerweile mehr Zusehen als irgendwas anderes geworden. Oh mein Gott, ey. So, Projekt. HTML. Okay, wir machen HTML. Index. Iondex. Index.html. So, das ist schon mal ganz geil eigentlich. Wir haben hier schon mal eigentlich alles. Ich mache mal hier kurz Preview. So, hier können wir den API-Key eingeben. Das ist noch nicht alles styled oder sowas. Das ist wirklich das reine HTML, nichts weiter. Wir haben hier die Möglichkeit, den API-Key einzugeben. Das heißt, wir können hier quasi dann unsere Lizenz geben. Dann haben wir hier den Text, den wir reinpacken wollen. Oder wir haben die Möglichkeit, die Datei hochzuladen, eine Datei hochzuladen. Das würde ich noch ein bisschen ändern. So, das ist gut. Dann haben wir den Example Key schon mal. Okay, nee, cool. Passt. Das ist top. Bin zufrieden. Okay, das ist unsere UI. Ich finde die super. Da können wir hier direkt einfach die Datei hochladen. Wir können hier direkt den API-Key eingeben. Sehr gut. Okay. Okay, das ist unser aktuelles Interface. Wir haben eine kleine Überschrift. Wir können unseren Key eingeben.
Der Submit-Button fällt vielleicht noch raus. Das muss ich mir noch überlegen. Dann haben wir die Möglichkeit, einfach eine Datei auszusuchen, die wir hochladen wollen. Entweder eine Textdatei oder eine EPUB-Datei, die beiden, die wir besprochen hatten. Oder man kann ein bisschen Text eingeben und dann bekommt man gesagt, wie teuer das Ganze wird. Anschließend kann man auf Generate Audiobook klicken und dann sollte es losgehen. ChatGPT outsmartet mich. Das ist so schlau. Also passt das eigentlich echt gut. Wow. Okay, also wir können jetzt tatsächlich schon Textdateien hochladen, wir können Text eingeben, wir können die Kosten für unser Projekt schätzen, aber wir müssen bei EPUB-Dateien ein paar Abstriche machen, weil wenn wir EPUB hochladen, dann ist das, so sagt ChatGPT, im Endeffekt eine HTML-Datei von einer Textdatei, was natürlich bedeutet, wir würden viel, viel mehr übersetzen und sprechen, als wir eigentlich wollen. Ich muss mich jetzt erstmal nach einer Library schlau machen. Es gibt scheinbar epub.js, die wir hier auch testen können. Hier gibt es Moby Dick zum Lesen, aber das will ich eigentlich so nicht haben. Ich will ja eigentlich bloß den Text haben. Mal gucken, ob ich das rauskriege. Und schon muss ich nicht mal mehr denken. Geil. So, das heißt, wir können jetzt EPUBs hochladen, obwohl wir davor noch nicht mal irgendeine Library hatten dafür. Wir können Textdateien hochladen, was wir auch immer hochladen. Es wird direkt in das Feld hier eingetragen. Selbst Seitenzahlen werden mittlerweile rausgepackt. Wir schätzen direkt die Kosten, die das Ganze kostet, wenn man so ein Audiobook macht. Das ist wirklich nur ganz grob, aber auf jeden Fall im Rahmen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist tatsächlich das Audiobook auch wirklich zu bauen. Und das machen wir jetzt. So, also der Plan ist jetzt der folgende. Wenn der User auf Generate Audiobook klickt, dann hat er ja schon Text eingefügt. Wenn er das gemacht hat, dann wird bei OpenAI die API aufgerufen. Wir können jetzt also die TTS-1-Stimme benutzen. HD würde ich rauslassen, ist doppelt so teuer, brauchen wir nicht. Und benutzen einfach JavaScript, um quasi jedes einzelne Segment in eine Sprache umzuwandeln. Wir dürfen maximal Segmente haben, die 4000 Characters groß sind. Das heißt, wir müssen quasi den Text immer segmentieren und zwar immer an den einzelnen Punkten. Wir können nicht einfach mitten im Satz das machen, sonst hört sich das Ganze ein bisschen seltsam an. Wir werden auch nur eine Stimme unterstützen, nämlich Nova-Stimme, das ist meine Favorite-Stimme, das reicht auch völlig aus. Und wir werden alles in MP3 machen und nur mit 1.0 Geschwindigkeit, da brauchen wir keine besonderen Settings. Der Key hierbei ist allerdings, wir sind ganz schlau, und zwar, wir lassen nicht einfach so die Sachen nacheinander ablaufen, so wie ich das beim 1984-Hörbuch gemacht habe, dass jede Datei nacheinander erstellt wird, sondern wenn wir diese Segmente haben, die ja jeweils nur 4000 lang sind, 4000 Characters, können wir die einfach alle gleichzeitig dahin schicken und dann haben wir einfach wahnsinnig viele Segmente sofort verfügbar. Voll geil. Ein Call! Ein Call! Okay, die Bank kommt nachher. Das ist halt eh wieder der längere Teil. However, there's a workaround. Das ist gut, das brauchen wir.
Yes, I want to modify. Okay. Das geht? Das wäre insane, wenn das klappen würde. Einfach so einen virtuellen Link erstellen, dann Download-Button draus machen und dann klicken. Der Audio-Blob müsste hier geändert werden. Genau, audioblobs.push. Also wenn wir quasi gleich viele Audio-Blobs haben und Segmente haben, dann fangen wir an, sie zu mergen. Merge, Audio-Blobs and Download. Also, was passiert? Wir laden FFmpeg, Unresolved Variable, das ist schlecht. Wobei, die sollte in Main definiert sein. Hier nämlich. Wir bauen uns eine File-Liste. Ha, das ist 1:1 das, was ich in Python auch gemacht habe. Wir bauen uns eine File-Liste. Wir lesen den Content, beziehungsweise wir mappen den Content. Wir schreiben die Blobs, wir nehmen FFmpeg, wir schreiben uns einen neuen Blob und wir mergen das alles zusammen. Ja, das ist genau das, was ich machen möchte. So. Ja, ich bin doof. Warum ist mir auch das da oben reingetan? Ich habe es ja wirklich per Drag and Drop reingezogen, das macht es mir halt nach oben. Post Error unauthorized. Ja, natürlich, Callback is not defined. Callback is not defined? Ist doch defined. Da. Oh, Audio Blobs is not defined. Audio Blobs? Audio Blobs. Ja. Das gut. However, encoding to wave is much more straightforward. Boom! Okay, wie bei jedem Projekt stößt man irgendwann an seine Grenzen. Das ist einfach völlig normal, würde ich sagen. Und zwar, das Folgende ist passiert. Also, ich will ja alles Client-Side machen. Das heißt, niemand von euch muss bei mir auf irgendeinem Server irgendwas machen. Ihr könnt das Ding bei euch runterladen und komplett nur in eurem Browser benutzen. Das ist die eine Voraussetzung. Das zweite ist aber, jetzt habe ich ja diese mehreren Blobs an MP3-Dateien aktuell gerade, beziehungsweise aktuell sind es einfach nur Audio-Blobs. Das sind nicht mal Dateien, die sind einfach in eurem Browser drin. Ich müsste die jetzt aneinander fügen. Dazu würde ich in jedem normalen Setup FFmpeg benutzen, was ich auch in Python benutzt habe. Und ich habe ein WebAssembly-Skript gefunden, das mir FFmpeg als WebAssembly in den Browser reinlädt und dort erstmal die Dateien speichert und dann die zusammenfügt. Das Problem daran ist, dass es wegen den Sicherheitsrichtlinien das nicht machen möchte. Die Funktion wurde quasi deaktiviert oder zumindest temporär deaktiviert wegen Spectre. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also quasi eine Sicherheitslücke, die direkt in eurem System drin ist. Und der Browser unterstützt es einfach nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder ich lasse euch doch einen Server laufen, was ich nicht möchte, oder ihr kriegt einzelne Dateien, die maximal 4000 Buchstaben sind, sprich, ihr kriegt über 100 Hörbuchdateien, was keine Option ist, weil es einfach super unpraktisch ist. Oder, was meine Idee jetzt war, wir machen das einfach selber. Wir machen es quasi komplett selber, dass wir die Buffer aufteilen und dann die Buffer aneinander hängen. Aber das wird mit MP3 sehr, sehr schwer. Und ChatGPT, beziehungsweise meine Idee war, das Ganze einfach dann in Wave laufen zu lassen. Deswegen probiere ich jetzt das mit Wave. Okay, das Problem ist folgendes. Wir müssen auf jeden Fall, also wir können kein Wave erstellen bei OpenAI, das supporten die einfach nicht. Wir können aber MP3 erstellen, das dann wiederum in einen Audio-Buffer umwandeln, diesen Audio-Buffer dann wiederum jeweils separat, das ist zumindest meine Vorstellung gerade, in eine Wave-Datei umwandeln. Dann haben wir quasi für jedes einzelne Segment haben wir halt Wave-Dateien und die können wir mit der Web-Audio-API vom Browser eventuell hintereinander hängen. Das ist so der Wunsch. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber wir gucken mal. Es hat geklappt! Es hat geklappt! Ich habe einen Test rausbekommen.
Jetzt muss ich nur noch konkatenieren. Geil! Jawohl, das heißt, ich habe sogar konvertiert zu einer Wave. Das hat funktioniert. Also, ganz kurz dazu. Wir haben es jetzt geschafft, eine MP3 von OpenAI zu generieren, die wiederum mit einer Bibliothek, die nicht so ganz gut dokumentiert ist. Wow, das ist furchtbarer Code. Okay, ja gut, ein Glück, dass es Groß- und Kleinschreibung beachtet. Also groß geschrieben ist meine Funktion, klein geschrieben ist die aus der Library. Uff, ja gut, okay. Alle Audio-Buffers, die wir generiert haben, werden wir jetzt zu einer Wave konvertieren, wie wir das hier oben schon implementiert haben. Und jetzt können wir die einzelnen Wave-Buffers auch noch zusammenpacken. Split into segments. Hier drin muss es sein. Tests finished. Test has finished. Test has finished. Test has finished. Test has finished. Okay, lassen wir das. Ha, es funktioniert! Das ist Musik in meinen Ohren. Okay, es ist wundervoll. Es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist komplett in eurem Browser. Eine Sekunde. Gib mir noch ein bisschen Feinschliff. Bisschen Feinschliff. Sechs. 7, 9, 3, 4, 5. Die sind falsch sortiert. Okay, wir haben die Reihenfolge richtig. Jetzt wird quasi jedes Fragment immer an der richtigen Stelle eingesetzt. Jetzt merke ich aber gerade, dass mir so ein paar Worte immer abgeschnitten sind. Und das macht natürlich keinen Sinn. Das sollte nicht so sein. Okay, wir sind fertig. Alles ist auf GitHub.io online. Es ist alles so, wie ich es wollte. Komplett Client-Side. Und wenn ihr jetzt hier einen Text eingebt und euren OpenAI API-Key, dann könnt ihr euch selbst euren eigenen Text-to-Speech machen. Keine Limitierung von der Größe. Und ihr könnt auch einfach eine Textdatei oder sogar eine EPUB-Datei hier reinladen und dadurch sozusagen auch ein Audiobook generieren, wie wir hier sehen können. Kosten werden geschätzt und wir machen das Ganze jetzt mal. Okay, ich habe das gerade nochmal tatsächlich probiert auszuführen mit einem richtig großen E-Book. Und das Problem ist einfach, wir haben einen Error 429. Wir haben es übertrieben. Error 429 sagt mir too many requests. Ich habe dafür jetzt gerade $2,88 in, wahrscheinlich sogar mehr, in Credits verballert. Au. Naja gut, es geht. Okay, wir haben jetzt hier eine Version, damit ich auch sehe, wenn wir quasi ein neues Deployment haben. Und ich habe hier ein Feature eingefügt, das uns eine Queue baut. Also eine Queue, die einfach nacheinander die einzelnen Segmente abwartet, damit ich nicht von OpenAI's Rate Limit erfasst werde, was irgendwie gerade ein fettes Problem war. So, ich habe auch mal hier die Deployments aufgemacht. Da sehen wir, das Version Tag ist jetzt da und ich kann hier auch, wenn ich das neu lade, kann ich hier meinen Version Tag sehen. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich hier tatsächlich loslegen mit meinem Secret Key und ich kann meine Datei hier hochladen. Und das ist jetzt der Prozess, den ich bei Gutenberg gefunden habe, von Franz Kafka. Der ist auch gemeinfrei, deswegen darf ich den benutzen. Ich würde jetzt hier allerdings mal ein bisschen was rausmachen, denn $7 jedes Mal zu zahlen ist ein bisschen viel. Ich glaube, es reicht mir, wenn ich hier bis zum nächsten Kapitel oder so. Wow, wenn es funktioniert, dann machen wir weiter. So, das wären 69 Cent. Versteht ihr? Da muss ich eigentlich ja sagen, ne? Gut. Dann würde ich vorschlagen, das passt. Let's go. Hey! It's finished! Wie geil ist das denn? Ich habe
einfach komplett so in Client-Side, nichts auf dem Server, euch einen Hörbuchgenerator geschrieben, der mit EPUBs und Textdateien einfach Hörbücher baut. Und ihr könnt den benutzen. Verlangen nach ihr. Oh. Und das war mein fetter Finger auf der Leertaste. Ja, großartig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr auch solche Projekte hoffentlich unterstützt. Das ist ein sehr neues Format für mich und wir haben noch nicht wirklich rausgefunden, was gut ist oder was nicht. Es wäre wahnsinnig hilfreich, wenn ihr mir einfach oder uns beiden, auch meinem Cutter natürlich, sagen könntet, was euch gefallen hat und was euch vielleicht nicht so gefallen hat, was wir besser machen können das nächste Mal. Wir versuchen das im Schnitt natürlich immer so ein bisschen anzupassen, dass es für euch auch spannend ist. Aber ich finde ganz ehrlich, dieses Projekt, das ist großartig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Benutzen. Bedenkt, dass ihr hier natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten müsst. Sprich, diese Audiobooks sollte man nicht einfach so von allem erstellen und vor allem nicht einfach so teilen. Ihr könnt es aber sehr, sehr gerne benutzen. Wenn ihr was Gemeinfreies hier reinpackt als Text, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es auch irgendwie gemeinfrei zur Verfügung stellt. Denn klar, das Generieren, das kostet nur ein einziges Mal und ihr habt danach eine Datei, die ihr einfach so benutzen könnt. Und ja, wir sind damit sogar günstiger als Audible in den allermeisten Fällen. Denn Audible kostet 10 €, soweit ich das weiß, pro Audiobook, so ungefähr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.